Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es um die Max 6 Combo mit den 1650 kV Motor. Ein kleines Review, was ich von der Combo halte, wofür sie gut ist und ja, was die Nachteile sind, wo es ja nicht so gut ist. Das alles in diesem Video. Die Max 6 Combo, ja, der 1650 kV Motor, der ist einfach genial. Also von den Dimensionen ein bisschen groß, aber der hat so viel Leistung, dass man mit denen, ja, da braucht man nicht mal einen Lüfter für. Der läuft so ohne weiteres. Ja, man kann damit, ja, ob ein Speedrun, für einen Speedrun ist der Regler halt nicht so geeignet. Der hat einfach zu wenig Leistung für einen Speedrun. Daher, ja, meine persönliche Empfehlung für einen Speedrun ist der Regler nicht geeignet. Also wie man aus den anderen Videos, ja, zum Beispiel das Video hier, wie man daraus sehen kann, also maximal habe ich hier 168 müsste das gewesen sein, 168 km/h rausgeholt. Allerdings war das mit den 2200 kV Motor. Aber ja, der Regler ist einfach am Ende und das ist auch der Nachteil, den ich hier sehe, dass dieser Regler halt für einen Speedrun nicht geeignet ist. Der Motor, der ist super, der ist angegeben mit 6S, bis zu 6S, allerdings verträgt er auch 8S. Also 8S bin ich den auch schon gefahren mit dem Motor, das ist kein Problem für einen Speedrun, wirklich gar kein Ding. Auf lange Zeit würde ich den nicht mit 8S fahren, ich denke mal, das wird der nicht verkraften. Aber für einen Speedrun, kurze Strecken, da mal mit einem 8S, ja, das probieren, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ja, ich bin den ohne Lüfter gefahren. Ich bin auch im Kreis gefahren, auf dem Parkplatz rumgebrettert, Drifts hingelegt und ja, der ist wirklich nur maximal, ich meine 54 Grad oder sowas hatte der gehabt, also der ist nicht an die 60 rangekommen oder knapp an die 60 dran gekommen, aber keine 60 Grad gekriegt. Deswegen, ja, würde ich dem Motor auf jeden Fall weiterempfehlen. Der ist super, der hat Kraft ohne Ende. Das passt alles super. Ein Regler ist auch für, ja, für einen Parkplatz und so ist der super. Der hat dann seine Leistung, bloß halt beim Speedrun fehlt den halt ein bisschen was. Dafür reicht es nicht aus. Trotzdem würde ich die Combo auf jeden Fall empfehlen. Ich denke mal, die wird sich auch gut im Craten machen oder sowas. Da hat er richtig Kraft und befördert das Ding ordentlich nach vorne. Im Basher-Bereich. Also On-Road kann man den auch nutzen. Super für einen Parkplatz. Für einen 1:8er, 1:7er ist das super ausreichend. So, als nächstes ja, wird der nochmal auf dem Parkplatz halt bewegt mit den Speedrun-Geschichten. Da bin ich vorerst erstmal durch. Ja, da habe ich keine Nerven mehr für zu. Das ist mir zu viel Arbeit für zu wenig Spaß. So sehe ich das. Gut, klar, das wird es auf jeden Fall nochmal geben. Ich werde da nochmal ein bisschen was probieren, aber mit der Combo werde ich das machen, was ich eigentlich schon die ganze Zeit vorhatte. Ich will das Auto ein bisschen kurvenfester machen, sage ich mal. Ja, der wird auf dem Parkplatz bewegt. Die Geschichte mit meinen Nachlaufeinstellungen, die hat soweit ganz gut funktioniert. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir das Ding hier kurvenstabil bekommen. Das läuft schon viel besser wie die Original. Ja,
das ist das Ziel, das ist das, worauf ich hinarbeite. Und die Speedrun-Geschichte wird ja später irgendwann mal, also dieses Jahr denke ich, wird da nichts mehr zu kommen. Ich denke mal ab nächsten Jahr dann eher wieder. Ja, dann sind wir auch schon so gut wie durch mit dem Video. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ja, Condibank würde ich vielleicht noch erwähnen. Also eine Condibank würde ich, egal für was für einen Zweck, ob es jetzt Becher ist oder Speedrun sowieso, generell On-Road, also eine Condibank würde ich auf jeden Fall empfehlen, die da reinzumachen, die als Unterstützung für den Regler zu nutzen. Das habe ich zum Beispiel bei meinem Eigenbau drin, schon von Anfang an. Und ja, der Regler, der macht das immer noch mit. Der Kollege, mit dem wir das gleichzeitig geholt haben, der hat schon 2 Regler durch und ich fahre immer noch den ersten Regler. Gut, das liegt auch ein bisschen an der Fahrweise. Ich fahre nicht so die ganze Zeit auf Vollgas und mit voller Bremsung. Ich bin da eher ein bisschen ja, zaghafter, sage ich mal, unterwegs. Der Kollege, der fordert die Karre komplett und das ist natürlich auch ein Grund, warum so ein Regler halt aufgibt. Aber dieser Regler jetzt, ja, in so einem Onroader, der müsste eigentlich super damit klarkommen. Der liefert genug und denke mal, der wird auch lange was mitmachen. Ja, das war's dann zu diesem Video. Liken nicht vergessen, abonnieren und teilen bitte, damit das Video ein bisschen verbreitet wird und es viele mitbekommen. Ja, und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, bis demnächst in der RC-Werkstatt.